Wie die meisten wissen, fahre ich momentan eine GasGas 450 Supermoto. Nicht die neue Version, ich sag mal Schrägstrich rote KTM, sondern ein älteres Modell aus dem Jahr 2004. Viele kennen die Wartungsintervalle bei einer 450er. Bei der Einzylindermaschine sind viele Bauteile mehr beansprucht und da ist nicht nur typisch, dass Verschleißteile mal gewechselt werden müssen. Auch wichtige Bauteile wie die Einspritzung oder Anlasser können schneller in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn dann im Internet mal nach Ersatzteilen für die GasGas gesucht wird, erschreckt man sich erstmal. Vieles ist auf den ersten Blick nicht auffindbar. Dennoch kann man mit ein paar Umwegen doch noch gut an die Ersatzteile kommen. Ich erkläre euch heute, wie ihr am schnellsten zu den Ersatzteilen findet. Der erste und sicherste Weg ist die Suche über die Ersatzteilnummern. Im Internet gibt es wie bei jedem anderen Modell auch eine Liste mit Nummern der verschiedenen Bauteile an der GasGas. Ob es jetzt das Supermoto oder Enduro-Modell ist erstmal zweitrangig. Die Hauptunterschiede zwischen den beiden Modellen sind die Bereifung, Lichtmaske und andere Einstellungen der Federung. Die offizielle Anlaufstelle für den Ersatzteilkatalog finden wir auf ersatzteile-gasgas.de. Da gibt es Nummern über wirklich jedes einzelne Bauteil. Ich kann hier auch mal ein Beispiel auflisten für ein Bauteil, das eher selten gewechselt wird. Nehmen wir jetzt mal an, meine Speichen in der Felge sind nicht oft nachgestellt worden und sind jetzt mit der Zeit kaputt gegangen und die Felge muss neue Speichen haben. Dann gehen wir auf die Zeichnung mit der Felge, in diesem Fall die Vorderradfelge, und suchen uns die Nummer dafür heraus. Hier ist das jetzt die Positionsnummer 23. Auf der nächsten Seite finden wir dann die genaue Bauteilbezeichnung. Rechts daneben steht auch, wie viele ich von den Speichen benötige, damit die Felge komplett instand gesetzt werden kann. Die Liste sagt uns hier, dass wir 36 Stück von denen brauchen. Als nächsten Schritt geben wir dann die Nummer der Speichen in die Suchmaschine ein. Da kommen dann erstmal viele Vorschläge und ist teilweise echt unübersichtlich. Aber durch die Eingabe der genauen Nummer haben wir auch größtenteils nur Vorschläge für das richtige Modell. So haben wir hier als erstes Ergebnis eine Website aus Finnland. Da dies noch in Europa liegt, dürfte die Lieferung auch nicht zu lange dauern. Hier ist der Preis für eine Speiche bei 1,50 €. Der Bestand liegt in diesem Fall aber auch nur bei 28 Stück. Deswegen müssen wir auch noch andere Optionen in Betracht ziehen. Es ist auch noch anzumerken, dass die Muttern dafür im 100er-Pack direkt darunter aufgelistet sind. Die zweite Möglichkeit ist hier die spanische Website motocrosscenter.com. Da könnte man ansonsten die übrigen bestellen. Hier liegt der Preis sogar nur bei 1,14 €. An diesem Beispiel können wir auf jeden Fall sehen, dass selbst spezielle Bauteile für die GasGas noch zu bestellen sind, auch wenn der Weg hier etwas zeitintensiver ist. Eine gute Anlaufstelle ist auch noch eBay. Dort sind aber viele Verkäufer meistens weiter weg, Beispiel Großbritannien. Sollte man dann aber vergleichen, ob sich das lohnt. Neben den vielen Verschleißteilen wie Kupplungslamellen, Ölfilter, Bremsscheiben und so weiter, gibt es da sogar auch noch besondere Angebote, die es nicht so oft gibt. Verkleidungsteile sind oft ausverkauft, aber auf eBay finde ich persönlich auch immer wieder neu viele Plastikteile. Die sind aber momentan leider nicht so günstig für das Modell. eBay Kleinanzeigen hat auch noch einige Angebote online. Darüber habe ich früher meinen Sportauspuff gefunden und günstig gekauft. Hier ist der Vorteil, dass einige auch ihr altes Motorrad ausschlachten. Da kann dann direkt auch nachgefragt werden, ob spezielle Teile da sind. Meist sind die in deren Profilen auch schon alle aufgelistet und es ist dann möglich, einfach die Angebote durchzugucken. Nachteil ist natürlich, dass es meist Privatverkäufe sind und die angebotenen Teile dann auch vom Umtausch ausgeschlossen werden. Eine sehr wichtige Anlaufstelle war für mich früher auch GasGas Werl. Der Besitzer kennt sich sehr gut mit den FSE-Modellen von früher aus, da diese auch einer deren Hauptgebiete waren. Auch wenn heutzutage Scherco GasGas abgelöst hat, besitzt der Laden auch noch sehr viele Ersatzteile von den FSE-Modellen. Es gibt auch Situationen, wo die Einspritzung falsch eingestellt ist, sprich CO-Wert, und dies nur ein lizenzierter Shop machen darf. Selber hat man gar nicht die Software dafür oder den Stecker. Die GasGas-Händler, die noch diese Software besitzen, werden immer weniger und aktuell ist man mit seinem älteren GasGas-Modell sehr gut beraten bei GasGas Werl. Vor einiger Zeit gab es auch noch einen Online-Shop. Den gibt es nicht mehr, lasst euch davon aber echt nicht abschrecken. Viele Teile sind auch auf Vorrat und ein Anruf genügt, um zu wissen, ob die das auf Vorrat haben. Falls nicht, wird euch trotzdem weitergeholfen, wo man noch nachfragen kann.
Diesen Laden kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn GasGasWare nicht bei euch in der Nähe ist, muss man da natürlich auch andere Händler anfragen. Es gibt einige GasGas-Händler in Deutschland. Da würde ich persönlich einfach mal schauen und nachfragen, ob die noch was auf Lager haben. Die meisten haben noch Restbestände von früher in ihren Lagern, die meist auch nicht im Internet aufgelistet sind. Das hatte ich zum Beispiel bei einem Verkleidungssatz und konnte den sogar günstig ergattern. Eben mal schnell anrufen und nachfragen, dauert auch nicht die Welt. Die Website 24MX ist bei mir auch die meistbesuchte Website, wenn es um Verschleißteile bei der GasGas geht. Einfach das Bike auswählen im Menü und dann werden auch schon die passenden Teile vorgeschlagen. Die Übersicht ist gut und bis jetzt hat auch jedes Teil gepasst. Sogar mein Dekor habe ich darüber bestellt, mit Namen und Nummer inklusive. Es ist also nicht verkehrt, sich auch mal auf der Website umzuschauen, wenn man die FSE besitzt. Das waren erstmal grob genannt meine Wege, sich Ersatzteile für die GasGas FSE 450 zu bestellen. Und bisher hat das auch immer gut funktioniert. Einige Ersatzteile sind mehr gefragt und dann auch teurer. Die meisten können aber noch günstig gekauft werden. Dadurch, dass es früher im Vergleich zu anderen Modellen weniger Verkäufe der FSE-Modelle gab, sind jetzt halt auch einzelne Ersatzteile knapp. Falls euch noch andere Wege einfallen, wie ihr Ersatzteile kaufen könnt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Es gibt nicht mehr viele Fahrer unter uns und ich denke, ich kann dafür alle sprechen, dass wir dankbar über jeden Tipp sind. Einfacher wird die Suche nämlich in Zukunft nicht. Ja, danke erstmal fürs Zuschauen und ja, dann bis nächstes Mal.